Hey Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie aus dieser wirklich defekten Stoßstange diese frisch reparierte wird. Abgebaut, geklebt, gespachtelt, neu lackiert. Alles nach dem Intro. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen, gezwungenermaßen Reparaturvideo auf meinem Kanal Ingos Tipps. Ja, ihr habt es vom Intro schon gesehen, das hier sind richtig fiese Schlitze, die gehen durch. Was ist passiert? Ich bin schuld. Ich bin allen Ernstes im Parkhaus gegen einen riesengroßen Doppel-T-Träger Metallpfeiler gerast. Rückwärts, versteht sich. Ich hatte nichts getrunken, eigentlich war alles gut. Ich habe zwei Außenspiegel, ich habe einen Rückspiegel, ich habe eine Kamera, ich habe ein riesengroßes Display, worauf ich sehen kann, was hinter mir passiert. Ich habe Abstandswarnsensoren, aber ich habe es trotzdem geschafft, komplett gegen den Pfeiler zu rauschen. Ich habe keine Ahnung wie, aber es ist passiert. Das hat so sehr gerumst, dass ich dachte, ich habe hier hinten alles verloren. Ich dachte, Beule bis hinten durch, Kofferraumdeckel kaputt, Lampe kaputt, aber nein, es beschränkt sich hier rein weg auf diese Stoßstange. Hier unten habe ich Risse, kann man sehen, da komme ich auch zwischen, hier ist auch noch ein Riss. Also da ist schon ordentlich was passiert und ja, ich habe ja schon mal unseren Mini Cooper repariert, da hatte ich ja eine Delle drin. Ich verlinke euch das Video mal, das war dann also quasi im Metall, erst beulen, ausbeulen, spachteln, lackieren mit Metallic. Hier habe ich kein Metallic. Ja, ich würde sagen, ich baue sie jetzt erstmal ab. So, ich fange mal außen an. Und zwar befinden sich hier an der Kante zwischen dem Stoßstange und dem Kotflügel, muss man hier so ein bisschen die Innenverkleidung wegdrücken. So. Und da drunter von unten befindet sich eine kleine Torx-Schraube. Das heißt, so klein ist die gar nicht. Man braucht schon hier den dicken Aufsatz für. Da ist sie. Auf der anderen Seite habe ich das schon gemacht. Ich mache immer erst die eine Seite, üb, und auf der anderen Seite zeige ich es euch dann. So, dann haben wir hier seitlich unten schon mal zwei Schrauben. Und hier haben wir noch sogenannte Dübel. Die müssen auch raus. So, ich hole die nur so ein bisschen vor, dass ich hier mit meiner Kralle unter kann. So, 1 und 2. So, hier hinten entlang befinden sich dann auch 1, 2, 3, 6 Stück. So, einiges in der Mitte, die habe ich schon von hinten erledigt und jetzt noch mal zuletzt diese hier mit einer Nuss. Alles 10er. Ist soweit recht einfach. So, und das hier ist eine reine Mutter, alles andere waren Schrauben. Dann müsste hier unten jetzt eigentlich fertig sein. Am besten würde sich das natürlich auf einer Hebebühne bewerkstelligen. Habe ich natürlich nicht. Deswegen habe ich mir hier wechselseitig die jeweilige Seite dann eben einfach mit einem Wagenheber ein bisschen hochgebockt. Und ihr habt gesehen, es war also ohne großartige Hexerei und Verkrümmung war es möglich, an alle Schrauben heranzukommen. So, als nächstes muss diese Plastikverkleidung hier runter. Das hier hinten drin kenne ich alles schon so ein bisschen, weil ich hatte ja schon mal alles komplett leer geräumt durch mein allererstes Video von, weiß ich nicht, gleich am Anfang, als ich mir den gekauft habe, 2016. Da habe ich ja die Heckklappe automatisiert, das heißt diese Lifte elektrisch eingebaut. Das hatte der nämlich nicht von Haus aus. Das war damals nur in einem sündhaft teuren Paket für 6.000 €.
Da waren natürlich noch ein paar andere Features drin, die haben mich aber nicht interessiert und 6.000 € wollte ich nicht für eine elektrische Heckklappe ausgeben. Deswegen habe ich es mir dann eben selber gekauft aus Fernost. Ihr könnt euch das Video nochmal anschauen, wenn es euch interessiert. Verlinke ich euch oben. Aber deswegen mache ich das jetzt nicht zum ersten Mal hier hinten. So, die hier müssen auch raus. Die Klackergeräusche kommen übrigens nicht von mir. Mein Nachbar arbeitet wohl auch. So. Hier hinten unter der Rückbank sind auch noch 3 Stück. Die müssen auch raus. Drei. So, jetzt haben wir hier hinter eine Aluminium-Klebefolie. Die muss einfach mal so ein bisschen weg. Die muss weichen. So. Und dahinter befindet sich jetzt auch wiederum eine Schraube. Also zum Glück habe ich in meinen Werkzeugbeständen so ein Teil hier gefunden. Das ist doch eine 10er. Aber wie gesagt, du kommst hier mit keinem Schlüssel ran. Die Schraube steht locker so weit raus. Da passt auch keine Nuss drauf. Also dieses Ding hier ist echt die einzige Chance. Ja, beide Schrauben bewegen sich irgendwie gar nicht. Das heißt, die lassen sich drehen. Aber die Mutter kommt nicht weiter raus. Ich weiß nicht, ob sich da drin irgendwas losgerissen hat. Ich kann es nicht sagen. Aber eigentlich sollte ich jetzt fertig sein. Jetzt sollte man schon versuchen können, die abzunehmen. So, jetzt sollen wir ja hier dran ziehen. Oh, geht. Ja. So, hier unten links ist auch unten drin der Stecker für diese kompletten Sensoren. Den habe ich jetzt auch abbekommen. Kommst du glauben? Sollte sie sich abnehmen lassen. Oh, es löst sich was. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Ha, da ist sie. Und super, dass ich mir hier meine Decke untergelegt habe. Also man sieht hier schon Berührungsspuren. Hier und hier, wo es dann gegengekommen ist. Aber ich kann hier keine Verformung sehen. Scheint das dann trotz des immens lauten Knalls anscheinend doch nicht so schlimm gewesen zu sein. Aber dieses Ding hier kommt sowieso ab. Ja, und hier sind auch die Dinger von meiner Stoßstange. Das muss also wohl mit repariert werden. Guck mal, das ist ja nur so ein ganz kleines Teil, womit das fest ist. Die Schrauben hängen tatsächlich fest. Es ist hier tatsächlich abgerissen. Ja, muss ich mal sehen, ob ich die da wieder dran kriege. Sind ja nicht unwichtig, die Dinger. Ja, aber wie gesagt, ich will mir hier eine Anhängerkupplung anbauen. Das ist ein gesondertes Video. Müsst ihr mal darauf achten, das kommt nach diesem Video hier raus. Aber auf jeden Fall kommt der hier definitiv ab. Hier unten hatte ich übrigens auch Nupsis vergessen. Hier wieder diese kleinen Dübel, wie sie an der Seite auch waren. Da ist hier noch einer drin, dort. Direkt in der Mitte ist noch einer und natürlich auch wieder außen. Das heißt, diese 3 Nupsis musste ich auch noch mal kurz vorher entfernen. Das ist mir noch aufgefallen, weil es unten noch hing. So, ich habe die beiden Teile mal eben voneinander getrennt, um die Schäden besser begutachten zu können. Aber wir haben hier einen kleinen Riss, der bis hier unten reinreicht.
Ansonsten sind wir hier nur durch. Hier ist eine Beule, das heißt von unten habe ich eine Delle. Hier sind meine beiden Schlitze und hier unten habe ich noch einen Riss. Kann man hier von dieser Seite auch ganz gut sehen. Das ist der Riss hier, der zieht sich bis nach unten durch. Gut, das ist der Stand der Dinge, der muss repariert werden. Ja, das wäre dann auch geschafft. Hier schaut euch das an. Das ist nur eine ganz kleine Stelle hier vorne, die das da drin fest ist. Ich weiß noch nicht wo, aber das ist ja wirklich nur, das ist ja nur minimalistisch. Egal, muss mal sehen, ob ich sie da wieder dran kriege. So, ich habe mir die Stoßstange jetzt mal hier auf meinen Rasen gelegt, falls sie mir mal runterpfeffert. Habe das ein bisschen sauber gemacht. Habe mir hier auch schon mal den Sensor rausgeholt für spätere Lackierung. Dann muss ich den nicht abkleben. Und hier von innen sieht man jetzt ziemlich gut, hier ist der eine Schlitz, hier ist der andere Schlitz. Und man kann von dieser Seite wirklich sehr genau sehen, wo sie aufhören. Und hier ist dann dieser Ritz, der bis hier geht. Jetzt werde ich, damit hier Entspannung einsetzt und sie nicht weiterreißen, werde ich hier an den Seiten jetzt erstmal Löcher bohren. Das ist der erste Schritt. So, jetzt habe ich die alle so ein bisschen entspannt, dass hier also quasi der Druck raus ist, dass ich die also vernünftig ausrichten kann. Jetzt werde ich mir erstmal einen Heißluftföhn holen und werde das hier einfach ein bisschen warm machen. Es könnte ja durchaus sein, dass das Material im Gedächtnis in irgendeiner Form eine Struktur hat, die es dann irgendwann mal versucht wieder zu erlangen. Und das hätte ich gerne einfach nur im Vorfeld. Und deswegen werde ich jetzt hier einmal mit dem Föhn rübergehen. Und dann werde ich weiterarbeiten. Jo, das war gar nicht so schlecht. Ganz klein. Da ist ein bisschen was rausgekommen. Den Rest muss ich dann spachteln. So, bevor ich jetzt mit der Stoßstange weitermache, werde ich die erstmal einmal grundreinigen. Und dafür nehme ich hier diese Lackknete. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich kannte sie vor YouTube nicht. Es geht zwar immer noch nicht wie von Zauberhand, aber es geht deutlich leichter und schonender als alle anderen Mittel, die ich in meinem Leben jemals ausprobiert habe. Jo, man fühlt nichts mehr. Es ist nichts mehr zu fühlen. Diese vielen kleinen schwarzen Punkte hier, das sind tatsächlich alles Steinschlagschäden. Der dicke jetzt hier nicht, aber die meisten schon. Hier, da ist der Lack tatsächlich ab. Hier an den Dingern. Na gut, da haut das Hinterrad natürlich auch immer direkt voll gegen. Ja, was man jetzt noch sieht, ist tatsächlich alles im Lack. Aber hier zum Beispiel sind so viele kleine von diesen gelben, von denen ich immer nicht weiß, was das ist. Blütenstaub oder so. Die gehen da alle mit ab. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wenn ich das davor halte, aber da sind jetzt ganz viele ganz kleine Stippen drin. Und ja, wie gesagt, den knetest du einmal wieder durch, dann sind die weg, dann kannst du das Ding weiter benutzen. Also ich verlinke es euch mal, falls ihr noch nicht das Ding kennt. Das ist wirklich eine super Sache. Ausreichend Wasser nehmen, immer wieder durchkneten und am besten mit irgendwelchen Kanten darüber rubbeln, nicht mit glatten Flächen, weil diese Kanten sind dann die Stellen, die das dann letztendlich abhobeln. Das funktioniert wirklich super.
So, ich habe jetzt die Stelle von hinten alles schön sauber gemacht, hinten und vorne. Anrauen muss ich das habe ich auch schon getan. Jetzt habe ich hier von der Firma PETEC, P-E-T-E-C, PETEC, ein komplettes umfassendes Klebesortiment. Und ich fange mal an mit dem Reiniger, um die Stelle erstmal ordentlich zu entfetten. So, etwaige Farbreste, die hier drauf waren, habe ich vorher schon alle abgemacht. Jetzt haben wir noch einen Multicleaner, den werde ich auch noch mal verwenden. Der ist eben speziell für diese Klebestellen. So, nachdem das jetzt alles schön sauber ist, kommt jetzt hier ein spezieller Primer drauf. Kunststoffprimer. Der muss jetzt 5 Minuten ablüften. Und dann bringe ich von hier hinten eine Folie auf. Also zuerst, als ich mir meine eigenen Gedanken so gemacht habe, dachte ich, ich hole mir irgendwie so ein Edelstahlgitter und klebe das von hinten ein. Weil ich hatte mir schon mal Klebstoff rausgesucht vor längerer Zeit, den habe ich aber nicht wiedergefunden. Und dann bin ich, wie gesagt, auf diese Firma PETEC gekommen. Und alles das, was ich darüber gelesen habe und die Produkte, die ich mir angeschaut habe, es ist ja ein besonderes Material hier, dieses, ich weiß nicht, ist das PU oder so, ich weiß nicht genau, aber es ist eben ja dieser schwarze Kunststoff, woraus diese Stoßstangen nun mal bestehen. Und ihr seht ja selber, wie weich und wabbelig das ist. Da kann man nicht einfach irgendwas nehmen. Ja, und ich habe mich halt für PETEC entschieden. Ich klebe jetzt hier so eine spezielle Matte drauf, die habe ich mir schon zugeschnitten. Ein Stück für hier und ein Stück für hier. Und die wird mit UV ausgehärtet. UV-Lampe habe ich nicht, aber Sonne soll auch gehen. Ja, dann werde ich dieses hier drauf, das ist jetzt richtig schön weich und das soll dann hart werden. Und dann habe ich von hinten eine richtig schöne, stabile Rückseite und von vorne kann ich dann weiterarbeiten. Kann ich ja schon mal vorausschießen. Da haben wir dann natürlich hier einen 2-Komponenten-Kleber, hier vorne mit Dosierspitze, da wird es dann zusammengeführt. Der ist dann für diese Verklebung und für diese Abstände da. Damit werde ich das dann auffüllen, aber dafür muss es von der Rückseite natürlich erstmal fertig sein. Das hier ist übrigens dieses kleine Teil, ist auch lose. Hier waren die Schrauben drin, die mir ja abgerissen sind, die ich ja gar nicht losgekriegt habe. Da muss ich dann natürlich auch noch mal bei. So, ich denke mal, wir haben es jetzt durch. Ich hole mir jetzt aus der schwarzen Folie, schwarz ist wichtig wegen der Sonne, hole ich mir jetzt einfach mal mein zugeschnittenes Stück raus. Dann entferne ich die weiße Folie. Ich mache erstmal nur die Hälfte. So. Jetzt habe ich hier noch ein kleines Stück. Das möchte ich hier unten hin tun. So, die geht schon ab hier. Mach ich die mal ab. So, jetzt habe ich den Bereich des kleinen Schlitzes hier unten ordentlich überklebt. Und hier sind natürlich auch die anderen dicken Schlitze ordentlich überklebt. Dann würde ich sagen, lasse ich das jetzt mal in Ruhe und setze das dem UV-Licht aus. So, eine Stunde später. Steinhart. Da lässt sich nichts mehr eindrücken. Hammer, hat wohl genug UV gekriegt. Dann würde ich sagen, drehe ich das mal um. Ja, ich würde sagen, das sieht gut aus, ne? Jetzt haben wir eine schöne Rückwand hier. So, dann haue ich jetzt wieder den Primer drauf. So, dann werde ich jetzt hier von PETEC diesen Plastbond, diesen 2-Komponenten-Kleber auftragen. Könnt ihr das sehen hier? Da kann man richtig schön sehen, wie da verschiedene Gänge sind, dass sich das wohl vermischt. Ich weiß nicht, ob man es im Video sehen kann.
Der Trick ist, hier muss man schnell sein. So. Ja, dann teste ich mal. Die ersten paar Zentimeter soll man wegsprühen. So, es kommt. Man sieht, wie es hier durchkommt. So, und letztendlich gibt es dann noch ein Aktivatorspray. Das soll das Ganze noch mal schneller machen. Sprühen wir auch mal drauf. So, ich habe das jetzt einmal geschmürgelt. Das ist ja nach 20 Minuten weiter bearbeitbar. Habe das jetzt einmal geschmürgelt. Das in der ersten Spritze ist hin, das geht nicht mehr. Kommt jetzt die zweite Spritze. So, jetzt noch schnell das Ding auf dieser Seite hier, den abgefallenen. Jo, das war Gang 2. Jetzt ist die auch schon wieder nicht mehr nutzbar. Das Ding läuft maximal 1 Minute, dann ist das schon alles wieder hinfällig. Aber okay, ihr habt gesehen, ich habe hier in der Mitte habe ich versucht, so ein bisschen was aufzufüllen, weil ich hier ja noch die Delle drin hatte. In der Hoffnung, dass das halt funktioniert und ich dann eben nicht ganz so viel Spachtelmasse nehmen muss. Aber ich würde sagen, das lasse ich jetzt gut durchhärten und dann wird das morgen einfach mal geschmürgelt. Hier schaut euch diese Reparaturstelle an, das ist doch der Hammer geworden. Ich habe bestimmt 1,5 Stunden geschmürgelt, ganz normal mit meinem Handschleifklotz hier. Das erste Mal habe ich 120er genommen, dann habe ich 180er genommen und auch hier das Auffüllen hat super funktioniert. Das ist jetzt nur noch eine ganz kleine Delle hier drin. Auch hier ist noch eine kleine Erhebung. Das mache ich mit Spachtelmasse. Aber jetzt kümmern wir uns auf der Rückseite um die Befestigung dieser abgerissenen Schrauben. So, dann haben die mir hier noch einen ganz besonderen Kleber mitgeschickt. Der war eigentlich gar nicht für die Stoßstange gedacht. PTEC Speedbond. Das ist im Grunde genommen augenscheinlich erstmal ein normaler Sekundenkleber. Ich hatte jetzt schon vorab an anderen Stellen Gelegenheit, dieses Ding zu testen. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist also hier der normale Klebstoff, so wie man ihn jetzt auch von Sekundenklebern kennt. Und hier ist jetzt noch ein sogenannter Filler dabei. Das ist ein Pulver. Das könnt ihr da drauf sprühen und dann könnt ihr richtig Material dicker aufbauen. Das ist natürlich der absolute Wahnsinn, gerade wenn man jetzt nur so kleine Dinger aufeinander klebt, wie ich das hier habe. 2 mm sind die dick. Und wenn ich dann an der Seite noch so ein bisschen Materialaufbau machen kann, dann ist das natürlich das Nonplusultra. Wir schauen uns das mal an. Natürlich wird auch das erstmal ordentlich gereinigt, logisch, und dann auch geprimert. Und dann geht es auch schon los. So, jetzt habe ich hier eine richtig coole Klebestelle. Habe an der Seite was aufgefüllt, habe hier die offenen Stellen, die durch die Verformung entstanden sind, aufgefüllt. Das lasse ich jetzt mal durch die Bank wegtrocknen. Hammer, oder? Seht ihr das? Richtig so ein dickes Ding hier. So, auch das lasse ich jetzt trocknen und dann stelle ich sie gleich nochmal hochkant und fülle hier an der Seite, an der Schnittstelle auch nochmal ein bisschen was auf und dann auf beiden Seiten. Und dann würde ich sagen, bin ich fertig. So, nun geht es ans Spachteln. Ich mache den Bereich jetzt hier erstmal großflächig mit
Isopropanol sauber. Ja, kommt tatsächlich was runter. Und dann kommt nochmal Silikonentferner. Hier habe ich mir jetzt einen speziellen Kunststoffspachtel geholt. Das ist wichtig, weil der ja flexibel bleiben muss. Dadurch, dass es ja eben eine Kunststoffstoßstange ist. So, im ersten Step versuche ich jetzt erstmal hier meine Delle rauszubekommen. So, das ist jetzt nach dem dritten Gang. Jetzt habe ich mir hier auch so eine Kante reingeklebt, um die hier fortzuführen. Hatte ich zuerst hier abgeklebt und habe hier ein bisschen gespachtelt. Und jetzt habe ich eben hier abgeklebt, habt ihr gesehen, habe hier ein bisschen gespachtelt, um diese Kante, die hier drin ist, reinzubauen. Hier habe ich schon so ein paar Glattstellen. Ich komme dem Endergebnis langsam näher. Auf jeden Fall ist die Kante drin. Ja, ich glaube, ich werde noch einen ganz kleinen, dünnen Auftrag machen, um hier noch ein kleines bisschen Rundung reinzukriegen. So, ich denke mal, das war jetzt mein letzter Spachtelgang, was die Reparatur angeht und was die Formgebung angeht. Das werde ich jetzt mit 240er Schleifpapier schleifen. Und je nachdem, wie sich das danach mit den Riefen verhält, werde ich vielleicht noch mal für kosmetische Zwecke komplett einmal eine ganz dünne Schicht drüber ziehen. Aber Reparatur, Formgebung sollte hiermit jetzt beendet sein. So, das war jetzt 3000er Schleifpapier und ich würde das jetzt als fertig erachten. So, es ist jetzt alles perfekt geschliffen. Ich habe die komplette Stoßstange eingepackt, habe hier meinen Lackierbereich ausgespart, habe hier dieses Nebelfenster gemacht, damit ich keine klaren Kanten habe für die Übergänge. Ja, dann werde ich jetzt hier speziellen Plastikprimer aufsprühen. Der muss dann 15 Minuten lang ablüften und dann kommt direkt gleich die originale Farbe drauf. Das werde ich in vielen, vielen Schichten machen. Es wird sicherlich ein bisschen dauern, bis das Schwarz durchgedeckt ist. Und ihr seht es dann immer, die Wartezeit überbrücke ich dann immer mit einer Überblendung. Also jedes Mal, wenn ihr eine Überblendung seht, dann hat da eine Wartezeit zwischen stattgefunden. Also das sieht wirklich richtig super aus. Gleich in zweierlei Hinsicht. Einmal sehe ich überhaupt nichts von meiner Reparaturstelle. Und dann muss ich sagen, der Lack war ja 2 Jahre alt. Ich habe mir den schon vor 2 Jahren gekauft und ich habe diese Reparatur 2 Jahre lang vor mir hergeschoben. Der muss auch wohl irgendwie ein bisschen alt sein. Ich hatte hier teilweise richtig dolle Sprenkel drauf, also so richtige Tropfen auch, Apfelsinenhaut. Und die letzte Schicht, die habe ich noch ein bisschen dicker gemacht. Und jetzt ist das eine total
homogene, richtig schöne, tolle Lackschicht geworden. Und wie gesagt, man sieht ja nichts mehr hier von meinem Untergrund. Der Hammer. Ich nehme das Papier mal ab. Ja, die Übergänge sind natürlich schlimm, das ist zu erwarten. Da muss man ja noch mal bei. Ja, ganz scheußliche Kanten, aber das war zu erwarten. Ich kann auch noch gar nicht so sagen, ob der Weißton jetzt passt oder nicht. Das muss man mal sehen, wenn das angearbeitet ist. Aber da gehe ich heute auf gar keinen Fall mehr bei. Das lasse ich jetzt Minimum eine Nacht trocknen, damit das wirklich richtig hart ist. So wie ihr seht, ist der ganze Schmodder hier schon weggeschliffen. Und um die Übergänge hier anzuarbeiten, hat sich wirklich dieses Schleifvlies hier als überaus hilfreich erwiesen. Das bringe ich jetzt noch mal eben zu Ende. Dann hole ich noch mal die letzten 2, 3 Lacknasen daraus. So. Und alles wird noch mal weiträumig mit 3000er geschliffen. So, als letztes kommt dann wieder hier meine Poliermaschine zum Einsatz. Ich habe mir einen weichen Aufsatz genommen. Fange an hier mit dem Heavy Cut von Koch Chemie. Mache da so 2, 3 Durchgänge mit und dann mache ich danach die Anti-Hologramm-Politur auch von Koch Chemie. Ja Leute, jetzt glänzt sie echt wie Hulle. Wahnsinn. Und die eigentliche Reparatur ist ziemlich wirklich gut geworden. Ja, einziger Wermutstropfen, die Farbe ist doch ein ganz klein wenig anders. Sie ist nicht ganz so kalt, sie ist ein kleines bisschen wärmer, wenn man genauer hinguckt, dann kann man das sehen. Deswegen sieht man hier auch dann leicht diesen Übergang, weil die Farbe eben anders ist. Ja, Auto ist jetzt 6 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob die Farbe ausgeblichen ist. Dann bleicht die vielleicht auch noch aus und es gleicht sich an. Keine Ahnung, muss ich mal nach 12 Jahren schauen. Ja, aber ich denke mal so auf den ersten Blick, wenn man am Auto vorbeigeht, sieht man jetzt nicht mehr diese 2 dicken Gatscher, sondern es ist halt erstmal repariert. Ja Leute, sie ist wieder angebaut. Wenn ihr sehen wollt, wie ich sie angebaut habe, grundsätzlich funktioniert es ja genau andersrum. Aber in meinem Anhängerkupplungsvideo habe ich das dann nochmal mit aufgeführt. Das folgt ja demnächst. Wenn ihr es wollt, könnt ihr da nochmal reinschauen. Dann werde ich sicherlich wieder unzählige Kommentare erhalten, dass ich nur 1K, nicht 2K Lack genommen habe. Aber ihr erinnert euch an meinen Mini Cooper. Da hatte ich ja hier eine Riesendelle drin. Das habe ich vor über 2 Jahren gemacht. Habe ich auch nur mit 1K Lack gemacht. Und da ist gar nichts. Nix. Also es ist nicht hundertprozentig perfekt, aber es ist wieder fertig. Leute, die vorbeigehen, sagen nicht mehr, ey, was hast du da denn gemacht? Leute, das Auto hat 140.000 Kilometer auf dem Buckel, ist 6 Jahre alt. Vorne habe ich Steinschläge ohne Ende. Die Steinschläge ziehen sich hier auch eben am Unterboden lang. Die gehen sogar hier hinten an den hinteren Kotflügel. Hier vorne habe ich Stellen vom B- und Entladen. Also das Auto ist weit davon entfernt, perfekt zu sein. Aber diese Stelle ist richtig super. Weitgehend besser als die anderen Stellen des Autos. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Denkt dran, ich bin nur Laie. Ich habe nicht Lackierer oder Fahrzeugbauer gelernt. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Ihr könnt den Kanal auch gerne abonnieren. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Seit neuestem könnt ihr Kanalmitglied werden. Und dann sage ich mal, ihr kennt das schon. Bis zum nächsten Video. Euer Ingo.